Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Das ist heute wieder mal so ein Video, wo ich zukünftige Ersthundebesitzer ins Visier nehmen möchte. Ja, in letzter Zeit habe ich auffällig häufig Schriftverkehr via E-Mail mit Menschen, die sich in Zukunft ihren ersten Hund holen wollen. Ja, da wird mir gesagt, dass die letzten paar Monate mein Kanal genau betrachtet wird. Ja, dann werde ich teilweise gelobt. Das freut mich natürlich immer wahnsinnig. Ja, und in diesen E-Mails geht es hauptsächlich um, welche Rasse passt zu mir, wie sieht es generell mit der Hundehaltung aus und so weiter. Ich habe schon in einigen meiner Videos gesagt, dass es mir nicht immer möglich ist, hier Hilfe leisten zu können, auch wenn es mich freut, wenn Sie mir Vertrauen schenken. Wenn ich Sie nicht persönlich kenne, dann kann ich hierbei häufig nur grobe Tipps geben. Ja, ist nun mal so. Jeder, der Erfahrung hat in der Hundehaltung, der wird ganz genau verstehen, was ich damit meine. Es spielen so viele Faktoren mit, so viel individuelle Geschichten, nicht nur beim Hund, sondern selbstverständlich auch beim Mensch. Ich kenne ihre Energie nicht, ich kenne ihr Umfeld nicht. Wenn sie mir dann per E-Mail ihre Situation beschreiben, ja, dann ist das trotzdem alles nur etwas grob geschlichtert, möchte ich mal sagen. Hier wirklich wertvolle Tipps zu geben zur Rassewahl etc. Das funktioniert nicht wirklich. Jeder, der behauptet, er kann das von der Ferne, ja, das ist meiner Meinung nach eher dann ein Scharlatan. Ja, also man sollte sich schon persönlich kennen, sich von Situationen persönlich vergewissern und so weiter, dann geht sowas eventuell. Aber ja, so wie wir das häufig praktizieren, geht das nicht. Selbstverständlich kann ich zu einigen Themen Tipps geben, kann Erfahrungen meinerseits weitergeben, aber das sind ja auch wieder nur Dinge, die ich aus meiner Sicht sehe, wie ich sie angehen würde in gewissen Situationen, was ja noch lange nicht heißt, dass das mit Ihnen auch kompatibel ist. Eine Sache ist mir besonders aufgefallen. Wissen Sie, was ich die letzten paar Monate häufiger gefragt wurde? Das waren Themen, die in die Richtung, ich bin eine berufstätige Einzelperson. Ist es mir möglich, einen Hund artgerecht zu halten, ja, behandeln? Ja. Also berufstätige Einzelperson und Hundewunsch, das ist häufig ein Problem, meiner Meinung nach. Und das sehen wir uns heute mal etwas genauer an. Also, bis gleich. Jo, schauen Sie, alles geht irgendwie. Das wissen wir. Doch nicht immer ist alles optimal. Auch das wissen wir. Was braucht ein Welpe? Nun zuallererst mal Sie. Und davon viel. Intensiv. Das ist nun mal so. Schauen Sie, ein junges Hundegehirn muss sich erst mal sammeln. Der muss sich finden, der muss seinen Platz finden, seine Zugehörigkeit erkennen. Der muss sich orientieren, der muss erkennen, welche Personen seine Bezugspersonen, wer sein Rudel darstellt und so weiter. Hier gilt es, Stubenreinheit zu forcieren. Aber was soll ich Ihnen sagen? Ein Welpe braucht zuallererst mal Sie. Und das so intensiv und so häufig und so regelmäßig wie nur möglich. Ja. Es ist ja oft so, dass Menschen sich Hunde besorgen, beide berufstätig, und sich nachher Urlaub nehmen. Also der eine 3 Wochen in den Urlaub, der andere in der Zeit in der Arbeit ist diese eine Person in Urlaub beim Welpen. Dann folgt die nächste Person, also der Partner mit den 3 Wochen Urlaub. Somit sind es mal 6 Wochen, wo immer wer beim Hund ist. Und dann startet dieser Junghund
in den Ernst des Lebens und bleibt häufig bis zu 9 Stunden täglich alleine. Ja, schauen Sie, speziell der Junghund braucht ihr Einwirken bei verschiedensten Situationen, wenn sich gewisse Eigenschaften nicht festigen sollen bei ihm. Ob das ist Zerstörung von Gegenständen, Langweiligkeitsbällen etc. etc. Was soll ich Ihnen sagen? Und hier treten häufig, viel öfter, viel häufiger, als man meinen möchte, wirklich ernste Probleme auf. Mit Nachbarn, eben mit zerstörtem Mobiliar und so weiter. Der Hund erfährt schlechte Prägung zu gewissen Dingen, weil man eben berufstätig ist. Das ist so. Eine optimale Sache ist, das ist immer wer beim Hund zu Hause. Ich bin der Letzte, der sagt, ein Hund darf nicht mehrere Stunden zu Hause bleiben. Das sage ich mit Sicherheit nicht, war auch bei uns oft der Fall. Doch ich bin einer, der aufzeigt und sagt, ein Hund sollte nicht permanent stundenlang alleine zu Hause bleiben. Ja. Selbstverständlich tut sich ein schon erwachsener Hund mit solchen Dingen leichter als ein Heranwachsender. Doch generell gilt, Hunde sind nicht dafür geschaffen, jeden Tag 8, 9, 10 Stunden völlig alleine gelassen zu werden. Ist nun mal so. Auch wenn es bei vielen funktioniert, weil da der Hund charaktertechnisch mitspielt. Ja, aber Sie wissen sicher, was ich meine. Ja, jetzt greifen viele Menschen dann zu Alternativen oder zu alternativen Ausweichmöglichkeiten, wenn sie selbst nicht da sein können, wie Dogsitter oder Hundepensionen. Manche nehmen ihre Hunde auch mit auf die Arbeit. Nun, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Hier muss natürlich die Chefetage mitspielen. Es kann immer geschehen, dass Ihr Hund unter Durchfall leidet. Jetzt müssen Sie mit dem Hund raus. Auch wenn Sie wissen, ja, ich habe heute 6 Stunden Dienst. Das hält er locker aus, wenn ich vorher mit ihm Gassi gehe. Auch länger natürlich. Ja. Aber was ist, wenn Ihr Hund Durchfall hat? Also Ihr Chef wird nicht erfreut sein, wenn der Hund sein Geschäft im Büro verrichtet. Ja, und mit Sicherheit auch nicht erfreut sein, wenn Sie alle 30 Minuten mit dem Hund raus müssen, weil es läuft wie Wasser. Verstehen Sie, was ich meine? Bei anderen Leuten kommen Verwandte ins Spiel. Da kommt die Mutter oder die Schwiegermutter oder die Stiefmutter. Das Ganze geht natürlich auch in männlicher Form. Der Vater, der Schwiegervater, der Stiefvater, die schon alle in Pension sind oder sonst irgendjemand und kümmert sich um ihren Hund. Speziell wenn der Hund in der heranwachsenden Phase ist, kann es hier dann häufig zu Missverständnissen kommen bezüglich Erkennens der Bezugsperson. Ja, teilweise verbringen dann die Verwandten täglich mehr Stunden mit dem Hund oder intensiv Stunden mit dem Hund, als Sie das tun. Verstehen Sie, was ich meine? Sie kommen von der Arbeit nach Hause, müssen sich, Sie sind müde, essen, haben die nächsten 1, 2 Stunden vielleicht nicht wirklich intensiv Zeit für den Hund, bis sie sich gefangen haben vom Dienst, um sich danach um den Hund zu kümmern. Summa summarum hat Ihr Hund eventuell mehr Intensivkontakt zu Ihrem Verwandten als zu Ihnen selbst und sieht nachher Ihren Verwandten als Bezugsperson an und nicht Sie. Ja, schauen Sie, so etwas kann häufiger öfter eine Last als eine Freude darstellen. Ist so. Klar, einige werden jetzt sagen, nun, wie machen das die Leute, die arbeiten gehen? Ja, die improvisieren. Irgendwie geht alles. Das sagte ich zu Beginn des Videos schon, doch optimal ist es nicht immer. Und häufig schleichen sich hier dann Fehler beim Hund ein. Fehler, Sie wissen, was ich meine mit Fehler. Eigenschaften beim Hund ein, die nicht unbedingt erfreulich sind, nicht erwünscht sind, vielleicht auch nicht gesellschaftstauglich sind. Sie wissen, was ich meine. Noch dazu, schauen Sie, was ist, wenn Sie einen reaktiven Hund haben? Ja, Sie haben alles getan in der Erziehung. Irgendwo ist mal ein Hoppala geschehen und Ihr Hund ist ausgestattet mit ziemlich Dampf. Ja, hier muss dann auch Ihr Verwandter mitspielen, denn der könnte hierbei öfter in grobe Schwierigkeiten gelangen. Ihr Hund verletzt einen anderen Hund oder attackiert gar einen Menschen, etc. etc. kann alles geschehen. Ja, Hunde sind keine Maschinen, die man vorprogrammiert, etc. Was soll ich Ihnen sagen? Ja? Also, irgendwie geht alles, optimal ist es nie. Ich sage Ihnen kurz was. Wissen Sie, was mir geschehen ist? Passt voll zum Thema heute. Wir haben heute, jetzt zum Videodreh, Montag. Am Freitag ging ich trainieren. Ein bisschen Kampfsporttraining gemacht. Ein bisschen ist gut, das läuft immer intensiv ab. Bei mir, solange es geht, solange geht's. Passen Sie auf, was mir geschehen ist. 6. oder 7. Runde am Samstag wollte ich reinspringen mit dem Knie.
Plötzlich verspürte ich einen Peitschenschlag in der Wade. Da riss mir die Faser, also erlitt einen Muskelfaserriss in der linken Wade. Dieser stechende Schmerz war derartig heftig, dass ich mich so blöd und intensiv runtergebeugt habe, dass ich gleich den nächsten Peitschenhieb bekam, und zwar in die Bandscheibe. Der litt 2 Sekunden nach dem Faserriss in der Wade auch einen Hexenschuss. Sie können sich vorstellen, dass die Worte, die meinem Mund entfleucht sind, in diesem Moment nicht für Kinderohren gedacht waren. Ja? Also ich fluchte da unten anständig. Aber wissen Sie, was das Erste war, das mir durch den Kopf gegangen ist in diesem Moment? Nicht, wann gesunde ich wieder oder sonst irgendwas, sondern verdammt, was mache ich jetzt mit Vito? Ich konnte in den ersten Sekunden oder ersten 1-2 Minuten nach diesen beiden Verletzungen, die mich wahnsinnig nerven, noch nicht einschätzen, ja, wie sich die äußern werden im Laufe des Tages oder die nächsten Tage. Aber ich kenne meinen Hund. Ich weiß, mit welcher Dynamik der unterwegs ist und er es gewohnt ist, unterwegs zu sein. Jetzt käme natürlich dann meine Frau ins Spiel. Doch, wie es der Teufel so will, kämpft meine Frau seit gut 10 Tagen mit einem schweren grippalen Infekt, und versucht unterhalb der 38 Grad Fieber zu kommen. Ja, kriegt dann Antibiotika und so weiter, Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen und so weiter. Wir haben nass, kaltes, windiges Wetter. Und obwohl sie mir vorgeschlagen hat, nachdem sie gesehen hat, wie zerbröselt ich war, ja, nach diesen beiden Vorfällen mit der Peitsche, obwohl sie mir vorgeschlagen hat, sie geht mit Vito, damit ich mich schonen kann, habe ich gesagt, nein. Mädchen, du gehst mir da nicht raus. Wir haben, weiß ich nicht, 2-3 Grad, starker Wind, es ist nass, kurier dich aus. So, es ist also so, als wäre ich eine Einzelperson. Meine Frau kann mir nicht helfen, oder sagen wir so, ich möchte nicht, dass sie mir helfen kann. Ja, auftreten kann ich nicht wirklich, und aus dem Kreuz rausheben an Gewicht kann meine 7-jährige Enkeltochter höchstwahrscheinlich mehr als ich, ganz sicher. Denn ich mache mir halb in die Hose, wenn ich mir die Schuhbänder binden muss. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Hexenschuss. Hatte zwar schon mal einen heftigeren erlebt, aber der genügt mir auch. Morgen erwarte ich Hundefutter, ein 40-Kilo-Paket, das mir wie üblich vor die Tür gestellt wird. Ich weiß nicht, wie ich das da reinbringe. Ich werde das höchstwahrscheinlich aufschneiden müssen und dann einzeln sortiert ausräumen und rein. Dann normalerweise sind 40 Kilo kein Thema. Ja, ich meine, kommen sie. Ja. Aber aktuell sind sie es für mich und ich kann die mit Sicherheit nicht herausheben aus dem Kreuz. Ja, ja, also mit Verband, Tigerbalsam und Ibuprofen geht's aber. Und ich kann mit Vito halbwegs durch die Gegend hirschen. Obwohl ich am ersten Tag, am Freitag, am Abend noch für 200 Meter etwa 20 Minuten benötigte und der Vito sich dachte, was ist mit dir? Was ist mit dir, Mumie? Was ist los mit dir? Ja, es geht so halbwegs. Wie gesagt, es tut mir wahnsinnig weh. Und so ein Faserriss ist eine manchmal langwierige Geschichte, kann schon einige Wochen dauern, bis man da wieder anständig gehen kann. Aber noch mehr belastet mich dieser Hexenschuss, der mich doch ziemlich einschränkt. Und wenn ich nicht 100% fit und einsatzbereit bin, geht es bei mir schwer auf die Psyche. Ja, das macht mich fertig. Egal. So, ja. Aber jetzt stellen Sie sich vor, das wäre noch schlimmer ausgefallen. Dieser verdammte Tag mit diesem Batsch, 2 hintereinander. Und ich könnte überhaupt nicht aufsteigen oder könnte überhaupt nicht gehen, weil der Hexenschuss noch ärger gewesen wäre. Und meine Frau wäre in dem Zustand, in dem sie jetzt ist. Was würde ich dann tun? Ja? Das ist eine Sache, auf die Sie immer denken müssen, wenn Sie Einzelperson sind und sich einen Hund besorgen wollen. Ja? Es kann immer was geschehen. Sie verletzen sich, Sie werden oder erkranken an einem schweren grippalen Infekt etc., sind nicht in der Lage, mit dem Hund rauszugehen. Und da brauchen Sie immer eine 100% zuverlässige Hundeführeralternative. Das ist so. Wenn Sie diesbezüglich nicht abgesichert sind, dann würde ich Ihnen raten, denken Sie über den Erwerb eines Hundes als Einzelperson gar nicht erst nach. Das ist meine Meinung. Ja. Wie gesagt, nochmal, einige greifen da in solch einem Fall auf Hundepensionen und Dogsitter etc. zurück. Doch das muss man können. Ich kann das nicht. Also Dogsitter, absolutes No-Go sowieso bei Vito, denn
der Weltmeister aller Dogsitter käme mit meinem Hund nicht zurecht. Das weiß ich. Ja. Und in eine Hundepension würde ich ihn auch nicht geben. Das sind alles Dinge, die bei mir wirklich nur im äußersten Notfall zum Tragen kommen würden. Also Krankenhausaufenthalt. Also totaler körperlicher Ausfall meinerseits, ja, und auch meiner Frau. Dann könnte man zu diesen Notfallmaßnahmen greifen. So sehe ich das. Doch, ja, also wäre ich eine Einzelperson und berufstätig, über den Erwerb eines Hundes nachdenken. Ich möchte behaupten, ich bin ein halbwegs erfahrener Hundemann. Könnte etwas trickseln, eventuell mit einem Welpen in der, weiß ich nicht, Prägungszeit, aber na, ich denke überhaupt nicht drüber nach. Schauen Sie, es geht nicht. Ich hätte zu wenig menschlichen Kontakt zu dem Hund, sei es meinerseits oder in dem Fall meines fehlenden Partners als Einzelperson zum Hund. Na, würde ich nicht. Ja, auch nicht, wenn ich, eventuell, wenn ich eine 100% zuverlässige Alternative als Hundeführer für meinen Hund hätte, wie zum Beispiel jetzt meine Tochter. Würde bei mir aber wegfallen, da meine Tochter selbst berufstätig ist, selbst ein kleines Kind zu Hause hat, etc. Das würde nicht gehen. Denn auch hier könnte etwas dazwischenkommen mit der Schule oder sonst irgendetwas. Ja, weiß ich nicht. Ja, na. Also wenn ich keine 100% zuverlässige Alternative für mich, für den Hund hätte, 100% zuverlässig, einen Menschen, der mit meinem Hund auch umgehen kann, wenn er ein reaktiver Hund ist. Mit dem müssen Sie immer rechnen. Der Hund funktioniert bei Ihnen eventuell ganz anders als bei Ihrer Mutter oder bei Ihrem Vater und so weiter. Ja. Also es sollte auf jeden Fall müsste ein Mensch sein, der Ahnung hat von Hunden, der weiß, wie man mit Hunden umgeht, im Fall der Fälle auch einschreiten kann, etc. Eventuell würde ich dann darüber nachdenken. Doch das müsste zum 3. oder 4. Mal eine absolut 100% zuverlässige Person sein. Denn Dogsitter ist für mich persönlich ein No-Go. Zu viel Stress für den Hund. Manchmal sind die mit 6, 7, 8 Hunden unterwegs. Die müssen die von weiß ich nicht, Gegenden abholen, die teilweise eine Stunde voneinander entfernt liegen. In der Zeit werden diese Hunde in diesem Auto zusammengepfercht, durch die Gegend gekarrt. Das ist alles Stress. Für mich nicht optimal. Hundepension, ja, es gibt tolle Hundepensionen, kämen für mich aber nur wirklich im äußersten Notfall in Frage. Das ist halt meine Einstellung. Vielleicht sehen Sie das ja anders und dann steht ja für Sie zu einem Erwerb eines Hundes, wenn Sie Einzelperson sind, noch dazu berufstätig sind, nichts im Weg, das kann ja sein, ja, aber das ist meine Meinung. Wenn Sie mich jetzt also fragen, ich bin Einzelperson, berufstätig, würdest du sagen, dass ich mir trotzdem einen Hund nehmen kann? Na, klar können Sie sich einen Hund nehmen, optimal ist es nicht. Ja, also, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu mehr, wie soll ich sagen, Sorgen oder, weiß ich nicht, Problemen kommt, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass man sich halt ständig freut darüber, dass man einen Hund zu Hause hat. Also mir wird so gehen. Ich hätte keine ruhige Minute, hätte ich einen heranwachsenden Hund täglich mehrere Stunden zu Hause alleine. Ich bin in der Arbeit. Ja, manche Leute besorgen sich da diese Kameras, wo sie beobachten können, was der Hund tut. Das würde mich noch fertiger machen, ja, wenn ich sehe, im Büro oder weiß ich nicht, wo ich gerade bin, in der Werkstatt, und ich kann zusehen, wie mein Hund die Wohnungseinrichtung zerlegt oder das ganze Haus zusammenbellt und ich bin aber, weiß ich nicht, 30, 40 Kilometer entfernt und kann von der Arbeit nicht weg. Also dann bin ich mir der Sache noch dazu sicher auch. Also sicher ein weniger angenehmer Arbeitstag dann. Ja, Sie verstehen schon, was ich meine. Ja, auch mal. Einzelperson, berufstätig, Hundeerwerb. Würde ich nicht raten. Ja, ich weiß, viele tun das, bei vielen funktioniert's. Ja, aber wie funktioniert's? Ich sage Ihnen was. Es liegt mir normalerweise fern, Leute am Markt zu schmeißen, Leute zu vernadern. Ich bin eher nicht der Pharisäer. Ja. Aber ich kenne jemanden hier in Neudörfel. Der ist Einzelperson, der ist berufstätig, ist im Besitz einer Hündin.
Diese Hündin ist 5-mal die Woche 10 Stunden alleine. Ja. Das ist ein Hund, der das geistig halbwegs packt. Ja. Ein glücklicher Hund ist es nicht. Ja. Kann ich Ihnen sagen, sie tut mir leid, mir tut sie leid. Und wenn er dann nach Hause kommt, ich weiß das, weil ich nicht weit entfernt wohne. Wenn er dann nach Hause kommt, ist er mit der Hündin 20 Minuten unterwegs und geht einige Stunden später dann das zweite Mal wieder raus, das war's. Nächsten Tag ist der Hund wieder 10 Stunden alleine. Brauche ich da einen Hund? Ich frage Sie. Hat das einen Sinn? Ich weiß nicht, welch Mensch man sein muss, wenn man, weiß ich nicht, auf derartige Art Hundehaltung reflektiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da Freude damit hätte. Also ich hätte ständig meinen Hund im Kopf. Der ist arm, der ist arm, der ist einsam, der reißt Depressionen auf. Hunde können genauso in Depressionen verfallen wie wir Menschen das können, lieber Zuseher. Die meisten von ihnen wissen das. Arm. Ne? Ein Hund braucht Gesellschaft, ein Hund braucht Abwechslung, ein Hund braucht die Nähe. Es ist so. Ja? Und speziell Welpen. Nach 6-wöchiger Einlebungszeit zu Hause oder Eingewöhnungszeit zu Hause dann schon für Vollgas alleine zu lassen, wenn man Vollzeit berufstätig ist, das ist schon heavy. Klar kann es gut gehen, Betonung liegt auf kann, optimal ist es nicht. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also, kann ich nicht empfehlen. Für alle, die das gesehen haben und darüber nachdenken, sie brauchen mich jetzt nicht mehr deswegen anschreiben. Sie können mich anschreiben. Ich freue mich immer, wenn ich mit Ihnen in Kontakt trete, unterhalte mich gern mit allen meinen Zusehern und Sie würden mir nicht glauben, wenn ich Ihnen sagen würde, wie viele E-Mails ich täglich bekomme. Ja. Egal. Ich antworte gerne, wenn es mir möglich ist zu helfen oder wenn ich glaube, helfen zu können. Ich bin nur der Rone. Ich bin nicht der Godfather of Dogs. Ich bin ein halbwegs erfahrener Hundemensch, hatte viel mit dem Hundesport zu tun, habe jetzt meinen 4. Hund, habe mich schon immer für ein Canis Familiaris interessiert. Ja. Mehr bin ich nicht. Ja. Natürlich kann ich weniger erfahrenen Tipps geben, aber mit Sicherheit laufen da draußen Leute herum, die können mir Tipps geben. Gar keine Frage. Mehr ist es nicht, aber weniger auch nicht. Ja. Also, wenn ich Ihnen helfen kann, dann helfe ich Ihnen gerne. Wenn ich Ihnen nicht helfen kann, kann ich es sowieso nicht. Und das schreibe ich ja dann immer rein. Aber in diesem Fall kann ich Ihnen den Tipp geben, nein, ich finde nicht, dass es gut ist, wenn Sie als berufstätige Einzelperson über den Erwerb eines Hundes nachdenken. Kann zu viel schief gehen. Kann gut gehen, ich würde es trotzdem nicht tun. So, ich habe mich in diesem Video jetzt, glaube ich, satztechnisch 2000 Mal wiederholt, aber das macht nichts. Man kann das nicht oft genug betonen, so sehe ich das. Lieber Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und mein Zustand geht mir schwer auf die Nerven. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.